begrüße ich Sie alle ganz herzlich zu dem ersten Webinar für Ingenieure. Das ist ja aus einer Ingenieur-Webinarreihe jetzt das erste Webinar. Die Agenda sieht heute wie folgt aus. Nach Begrüßung Vorstellung werden wir Ihnen Vertec zeigen, und zwar in zweifacher Hinsicht. Einerseits wird der Herr Valenti einen ersten Durchlauf machen durch Vertec und anschliessend übergeben wir dann für die Offertstellung für Ingenieure an Michel Wipp von unserem Vertriebspartner Spectra. Bitte tun Sie Ihre Fragen sammeln und oder man kann auch bereits im Chat dann während der Präsentation schon Fragen stellen, sodass wir das am Schluss können zusammensammeln und dann behandeln. Ich komme zur Vorstellrunde. Einerseits möchte ich ganz herzlich begrüßen den Michel Wipp. Er ist Leiter Business Software von unserem Vertriebspartner Spectra Netcom. Die Firma Spectra Netcom hat über 20 Jahre Vertec-Erfahrung mit Fokus bei Ingenieuren und Architekten. Und die Firma Spectra betreut über 120 Vertec-Kunden. Bitte begrüßen Sie mit mir den Dario Valenti. Er arbeitet seit über 4 Jahren im Verkauf von Vertec und er kennt die Bedürfnisse, Anforderungen von Ingenieuren und Architekten schon seit über 20 Jahren. Zu meiner Wenigkeit. Mein Name ist Urs Bierli, ich bin Leiter Verkauf und ich möchte mich wie folgt vorstellen. Stellen Sie sich vor, wenn nur 12 Mitarbeiter von Ihnen täglich 10 Minuten vergessen, verrechenbare Zeit zu erfassen und oder die in diesen 10 Minuten etwas Gescheites machen können oder effizienter, dann verlieren Sie im Jahr 80'000 Schweizer Franken. Kommen wir zu der Branchenexpertise im Bereich von Ingenieuren. Vertec hat da bereits seit über oder knapp 30 Jahren Branchenexpertise. Da findet Sie ein paar Referenzkunden. Viele davon finden Sie bei uns auch auf der Webseite zusammen mit einem Interview, wo Sie erklären, wieso Sie Vertec so schätzen. Vertec, Planungssoftware für Ingenieure, weil Standard nicht langt. Das heisst eben, Vertec fokussiert sich, oder Vertec ist ein anpassbares CRM und ERP-DMS-System und fokussiert sich auf die kommerzielle, auf die profitable Steuerung von ihrem Unternehmen. Und integriert wunderbar in die Umsysteme, die gängige Finanzbuchhaltung oder Microsoft Office. Genau so, dass sie dann eben sich können fokussieren auf ihre Ingenieurtätigkeit. Kommen wir zum Aufbau der Vertec-Software. Neben Kundenkontaktverwaltung, Ressourcenplanung oder Leistungsspesenerfahrung oder Erfassung oder Rechnungsstellung oder auch Projektcontrolling, BI, wo wir Vertec im Kernprojekt Produkt zur Verfügung gestellt, hat Vertec noch zusätzliche Funktionen, wo zusammen eigentlich der Kern bildet. Und diese Funktionen da in Grau sind genau die dann eben die Branchenexpertise ausmachen. Und davon sehen Sie jetzt einen kleinen Teil, wo Spectra genau in dieser Art und Weise erarbeitet hat, nachher folgend in der Präsentation. Was dann noch dazu kommt, ist, Vertec ist so anpassbar, dass Sie auch individuelle Anpassungen können oben drauf tun. Und das bildet dann die Kundenlösung. Und das Gute daran ist, der User sieht nicht, wo er sich befindet, weil alles gleich aussieht und alles, was Sie da drinnen customizen, parametrisieren, ist releasefähig. Kommen wir zu der Überleitung zu der Vertec-Demo. Sie werden jetzt im Folgenden vom Herrn Valenti eine Einführung bekommen über Vertec, wie Sie da drin navigieren, die Volltextsuche, da geht er über das CRM mit der Ressourcenplanung, tut Leistungen erfassen, auch von unterwegs, zeigt Ihnen das BI. Und anschliessend übergeben wir dann am Michel Wipp für die Offertstellung in Vertec. Bestens, Dario, du darfst übernehmen, Bildschirm teilen. Sehr schön. Grüezi miteinander und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich teile jetzt gerade meinen Bildschirm
Und das wird man jetzt bereits fertig im Hintergrund sehen. Ich werde Ihnen in den nächsten 10 Minuten eine Übersicht über den Einstieg und die Navigation im Vertec präsentieren. Das zentrale Element von Vertec ist die Baumstruktur, und ich mich da jetzt durchnavigiere. Ich bin jetzt angemeldet als Christoph Keller, als Mitarbeiter Christoph Keller. Der Mitarbeiter hat eine entsprechende Bearbeiterstufe. Er ist jetzt da als Projektleiter angestellt und hat da über die Baumstruktur die verschiedensten Möglichkeiten. Die sind natürlich anpassbar an Benutzerrecht, die wir im Vertec vergeben können. Da möchte ich Ihnen das kurz zeigen, wie das aussieht. Jetzt zum Beispiel im Hintergrund sehen Sie, habe ich auch noch das Vertec aufgemacht mit der Web-App. Da ist Judith Feller angemeldet und sie hat da viel weniger Ordner zur Verfügung. Das heisst, sie hat viel weniger Recht, wo sie jetzt im Vertec zugreifen kann. Und dementsprechend ist auch die Struktur viel schlanker aufgebaut. Einfach als Übersicht, wie das mit diesen Benutzerrechten da vor sich geht. Ich bin jetzt als Christoph Keller für die heutige Präsentation auch Administrator. Ich habe da alle Benutzerrechte, wo ich mich da eben auch durch die Baumstruktur kann durchnavigieren. Ich habe meine Leistungserfassung, die ist bei jedem Mitarbeiter so aufgebaut, dass er da die Wochenansicht hat. Aha, kurze Woche. Karfreitag ist auch schon drin. Ich habe eine Präsenzzeit, die ich erfassen kann. Auch unten dran meine Leistungen, die ich eben dann auch auf verrechenbare oder auch nicht verrechenbare Projekte kann erstellen. Ich habe da zum Beispiel auch meine Abwesenheiten, die ich drin habe, meine Ferienplanung, die ich da eventuell vom Mitarbeiter sehe, da schon, oder? Der Christoph Keller hat da bereits schon für den Christoph Keller, das ist der gleiche Mitarbeiter, da am heutigen Tag die Ferien schon freigegeben. Also man hat einen Freigabeprozess, den man hinterlegen könnte. Ich genau gleich wie bei den Spesen, oder? Ich habe da meine Spesenansichten. Jetzt habe ich mir da ein Intervall gebaut also das ist so für März, oder? Da sehe ich auch, wie viele Spesen das ich im März schon produziert habe. Spannend ist auch natürlich, sind auch so Pendenzen, so eine Art To-Do-Liste, die ich mir erstellen kann, wo ich auch nach einem Aktivitätstyp zum Beispiel auch so filtern kann. Und dann sehe ich auch, was ansteht, wenn ich muss anrufen oder irgendeine Offerte anfassen oder sonst irgendetwas. Da kann ich mir das so als Aktivitätstyp im Vertec hinterlegen, wo man dann auch über eine Benachrichtigung kann erstellen kann. Zum Beispiel da oben rechts haben wir ein sogenanntes Notify. Ich sehe jetzt da, ich habe eine Aktivität, sprich Benachrichtigung bekommen. Und das heisst, ich sollte jetzt da noch die Ferien von meinem Mitarbeiter Paul Thomsen noch freigeben. Das steht noch an, das habe ich noch nicht gemacht. Und darum habe ich da so einen roten Punkt, wo mir die Benachrichtigung auch so anzeigt. Ich habe die Möglichkeit, auch für mich selber eine Sales Pipeline aufzubauen, also sogenannte Opportunitäten im Vertec. Das sind mögliche Projekte, die noch anstehen könnten, da zum Beispiel jetzt für den Christoph Keller. Die Opportunität, da könnte dann automatisch in einem Verkaufsordner in einer Gesamt-Sales-Pipeline, sagen wir, deren aufgeführt werden, wo man nach Wahrscheinlichkeiten auch könnte, das auch so erstellen. Und das kann ich auch zum Beispiel nach Verkäufer oder nach Projektleiter filtern. Und so ergibt sich dann da schöne Listen, die ich auch kann, weitergeben kann oder eben auch für irgendein Meeting vorbereiten. Spannend auch, jetzt als Christoph Keller sehe ich meine eigenen Projekte, wo ich als Projektleiter tätig bin. Da habe ich schön den Ordner aufgebaut mit einer Projektübersicht. Da sieht man auch das sind so Farblevelmeter, wo mir gewisse Ankündigungen über einen Fortschritt geben. Das ist jetzt einfach nur
im Bereich vom Honorarbudget zum Beispiel, was ich mit dem Kunden so vereinbart habe, was effektiv schon von der Leistungserfassung aufgelaufen ist. Das Restbudget, da sehe ich sofort auch im Solarpark unten dran, da habe ich mit dem Kunden eine Summe von 40'000 Franken abgemacht, da bin ich schon über Budget. Da habe ich gerade eine erste Kennzahl, wo ich mich daran halten und das Projekt auch im Bereich von einem Controlling wirklich dann auch angehen. Da zum Beispiel auch noch Spalten, was habe ich für offenes Honorar, da sehe ich sofort, hey, wir könnten eigentlich für über 70'000 Franken Rechnungen stellen. Die Spalten sind im Vertex sehr flexibel, da könnte man zum Beispiel auch ein Stundenbudget hinterlegen oder Stundenaufwand und. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten im Vertex. Ich habe auch einen persönlichen Ordner über meine betreuten Adressen, wo ich gerade sofort gesehen habe, das sind da die 4 Firmen, die ich da selber auch betreue. Das kann ich mir anhand von der Betreuerzuständigkeit gerade selber einstellen und dementsprechend wird auch die Listen so erstellt. Neben den persönlichen Ordner gibt es natürlich auch sogenannte öffentliche Ordner. Wie gesagt, ich habe jetzt da alle Recht. Ich kann einen Einkaufsprozess im Vertex zusammenstellen, habe sogenannte CRM, also Adressen und Kontakt. Wenn ich jetzt da den Ordner so aufmache, gibt es natürlich da verschiedene Unterordner, wo ich zum Beispiel auch dementsprechend kann alle Firmen suchen im Vertex. Die Firmen kann man auch über Stichwörter nach verschiedensten Kriterien filtern, zum Beispiel auch da kann ich auch schauen, zeig mir doch bitte alle Adressen, die im Bereich Bauwesen und Immobilien daheim sind. Da kann ich mir so schöne Adressen büscheln und schöne Listen erstellen, wo ich dann auch dementsprechend vielleicht auch über so Verteilerfunktionen wie so Newsletter oder Weihnachtskarten kann dann gewisse den Prozess im Vertex dann aufbauen und automatisieren. Was haben wir sonst noch? Oberhalb von dieser BAM-Struktur haben wir so eine Navigationsübersicht. Da kann ich auf entsprechende Module wechseln, die ich im Vertex eventuell auch lizenziert habe. Da haben wir auch eine sogenannte Volltextsuche. Das habe ich jetzt bereits schon im Zusammenhang erstellt. Also wenn ich jetzt irgendeine Nummer habe, kann ich das so suchen über die Volltextsuche. Wenn ich die Nummer da weiss, kann ich dann da über eine Nummer sagen, aha, das ist jetzt die Rechnungsnummer, die ich da jetzt da drauf habe, und dann sehe ich im Vertex auch, dann geht er automatisch zum Beispiel auf die Rechnung, die ich jetzt da gesucht habe, die ich im Vertex so natürlich bereits erstellt habe. Also da gibt es die Möglichkeit, auch die Volltextsuche auch so suchen über alles, über Projekte, über Dokumente, die ich sonst im Vertex auch so hinterlegt habe. Was ich auch sehr spannend finde, ist die Integration zu unserer Ressourcenplanung. Also wie verteile ich zum Beispiel Stunden von Mitarbeitern auf verschiedenen Projekten. Das würde ich Ihnen gerne so zeigen, dass wir eben da über die Navigation gerade automatisch ins Modul Ressourcenplanung wechseln. Und das kann ich auch so per Knopfdruck dann erstellen. Ich habe dann die Übersicht über verschiedenste Projekte, die ich jetzt zum Beispiel da im April, ich hätte aber auch die Übersicht über die Bearbeiter von einer Zeitperiode vom 1.4. bis zum 30.9. Da sehe ich, was ich alles verplant habe für Stunden. Und da gibt es Möglichkeiten von so Auslastungsdimensionen, wie zum Beispiel zeigen doch alle Bearbeiter, wie sind die dann, wo sind die für Stunden ausgelastet. Ich habe zum Beispiel nach Stufen, oder? Da habe ich einen Senior Consult, Brandschutzexperten zum Beispiel oder Projektleiter, da sehe ich sofort auch über verschiedenste Projekte oder auch über Projekttypen. Also da kann man im Vertex wirklich nach Belieben zusammenstellen und die gewissen Auslastungsdimensionen auch so anzeigen lassen. Spannend ist auch die Teamfunktion, die ich jetzt als Projektleiter habe. Ich habe Judith Feller, den Lars und den Paul in meinem Team.
Und da habe ich jetzt die Sicht vom Mitarbeiter. Also da kommen jetzt zum Beispiel die Zollstunden, die Abwesenheiten dann zum Tragen. Da habe ich eben sogenannte Kapazitätsansichten, oder? Wo ich sehe sofort in meinem Team, hey, bis im Juni haben wir sicher eine Überlast. Ab dem Juli dann ganz gut, wie jetzt dann, wenn ich dann jetzt da die Erweiterung mache, zum Beispiel, wie jetzt dann richtig gegen Ende Jahr, oder? Habe ich dann wirklich dann freie Kapazitäten im Team. Das sehe ich dann auch über so eine Auslastungsdimension mit der Nettokapazität. Das ist die schwarze Markierung, die Sie da sehen. Das heisst, das sind natürlich dann auch Zollstunden minus dann die Abwesenheiten, die dann da drin sind. Da weiss ich, so im Mai, da gibt es irgendwelche Ferienabwesenheiten im Team. Darum sinkt dann da auch die Nettokapazität, also die Verfügbarkeit oder Planbarkeit von meinen Mitarbeitern. Auch da sehr schön nach Bearbeiterstufe. Ich habe da gesehen, da einen Brandschutzexperten schon verplant und da Projektleitung auch mit den Stunden, wenn ich da mit der Maus drüber fahre. Oder eben auch sehr schön nach Projekttypen. Das habe ich da, habe Elektroplanung, HLKS. Die Projekttypen kann man natürlich dann schön auch dann auch vereinzelt dann zusammenstellen, oder wie man das dann will. Das wird man dann sicher auch in so einer Projekteinführung besprechen, was man da für Dimensionen anschauen will. Ich wechsle jetzt da zum Beispiel auch gerade direkt ins Modul in unserem BI, oder? Das BI und Controlling, wo ich da verschiedenste Kennzahlen auch sofort sehe. Da habe ich jetzt die Ansicht über die Honorar verteilt auf meine Projekte. Da werden jetzt schon verschiedene Kennzahlen, wie zum Beispiel extern Honorar, oder was habe ich verrechnet, was ist noch offen. Oder eventuell auch, habe ich irgendetwas abgeschrieben. Das sieht man jetzt schön da auf dem Solarpark, oder? Dass wir da schon irgendwie 9.590 Franken abgeschrieben haben. Das ist die Kennzahl in Orange, die Sie da sehen. Und auch so Kennzahlen kann man sich dann da beliebig zusammenstellen. Ich habe jetzt da Projektansicht. Ich kann jetzt aber zeigen mir doch bitte die Kunden, wo ich am meisten Umsatz mache. Also ich habe jetzt da die Achse von meinen Kunden, also von meinen Adressen, die ich jetzt da so gesehen. Und dementsprechend kann man sich dort dann auch verschiedenste Kennzahlen anzeigen lassen. So, ich schaue jetzt noch schnell auf die Zeit. Und ja, ich denke, das ist jetzt aus meiner Sicht ein kurzer Ausflug gewesen. Und was ich jetzt noch schnell will zeigen, wenn wir jetzt mit Doppelklick auf ein Projekt gehen, das ist das LKT Consulting, jetzt habe ich nur die Sicht vom Projekt. Und da sehe ich jetzt ganz schön auch, aha, wir haben das Projekt in verschiedensten Phasen aufgeteilt, wo ich auch pro Phase irgendeine Budgetierung habe, die ich so vereinbart habe. Ich sehe auch, welche Mitarbeiter zu vielleicht anderen Ansätzen dort am Arbeiten sind. Also auch also das ganze Tarifsystem, das im Vertex sehr flexibel ist, kann man entsprechend auch auf die Stufen oder auf die Bearbeiter anpassen oder auch in der Phase. Ich sehe da schön, wie viele offene Leistungen sind schon aufgebracht worden auf dem Projekt. Also wir haben über 236 Stunden. Da sehe ich auch, da haben verschiedene Mitarbeiter drauf gearbeitet. Und dementsprechend gibt es auch verschiedenste Aktivitäten oder eben auch alle Offerten oder auch die Rechnungen, die wir da können anzeigen können. Und wenn ich jetzt da schnell ins Werte wieder zurückgehe, zu meiner Leistungserfassung, dann würde ich Ihnen noch zum Schluss kurz zeigen, ich habe jetzt da zum Beispiel mich da durchnavigiert auf Leistung und jetzt arbeite ich auf der rechten Seite. Also das heisst, ich habe jetzt bereits schon auf dem LKT Consulting 3 Stunden gearbeitet. Und jetzt haben wir natürlich auch im Vertec die Möglichkeit, das von unterwegs zu machen. Jetzt sollten Sie da mein iPhone sehen, wo ich jetzt da dann auch entsprechend in der Leistungserfassung kann, auch die Projekte suchen natürlich. Jetzt gehe ich jetzt zum Solarpark und da will ich jetzt irgendwie noch, ich sage jetzt mal, noch 2 Stunden eingeben und irgendeinen Text, ich sage jetzt mal Besichtigung der Anlage.
so fertigstellen. Und im Hintergrund sehen Sie auch gerade direkt, das ist instinktiv, das wird gerade im Wertdeck abgebildet. Also ich kann das sehr gut von unterwegs machen. Ja, die Phone-App hat natürlich auch andere Funktionen. Ich kann Spesen erfassen. Ich habe meine Projekte natürlich auch drin, oder, wo ich dann auch schauen kann. Da sehe ich zum Beispiel auch Dokumente, oder? Da sehe ich ja zum Beispiel auch ein Rechnungsdokument, das jetzt da hinterlegt ist. Da sehe ich, würde jetzt auch von unterwegs sehen. Ich kann aber auch natürlich dementsprechend auch die ganzen Abwesenheiten so im Wertdeck mobil von unterwegs auch pflegen und habe da auch all meine Aktivitäten, die ich jetzt da so drin habe. So, ja, das war ein kurzer Ausflug gewesen. Wertdeck. Ja. Sehr gut. Vielen Dank, Dario. Dann würde ich tipptopp das Wort an Michel Wipp übergeben. Herzlichen Dank, Urs, herzlichen Dank, Dario. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Freut mich, dass ich Ihnen unsere Offertstellungslösung in Wertdeck zeigen darf. Ich teile meinen Bildschirm und fange mal mit ein paar Folien noch an, um das Ihnen mal einen Überblick zu geben. Also, wir sind, wie der Urs Beer schon gesagt hat, wir sind Vertriebspartner von der Wertdeck seit über 20 Jahren. Wir haben uns auf Ingenieure spezialisiert. Wir haben ein paar namhafte Ingenieure, wo wir unter anderem die Lösung, die ich zeige, auch im Einsatz haben. Die Lösung durch die Offertstellung aus dem Wertdeck heraus, wie sie aussieht, was ich Ihnen jetzt zeige, ist durch Kundenwünsche entstanden und wir haben die auch immer weiterentwickelt. Was wir hier sehen, ist durch uns abgebildet worden im Wertdeck, wo man dann natürlich auch für andere Unternehmen dann adaptieren kann. Die Offertstellung basiert auf Phasenebene im Wertdeck. Also das Wertdeck kennt ja Projekte und Unterteilung in Phasen und das basiert dort drauf. Das sehen wir nachher auch. Man kann die Offerierung bis auf Ebene Tätigkeit machen. Das tue ich nachher zeigen, dass man möglichst die Ebene sieht, wo kann ich überhaupt überall budgetieren, sprich offerieren. Dann geht die Möglichkeit, dass man Auslagen, Fremdkosten offerieren kann. Sagen das irgendwie Grenzsteine, Leermessungen, was es alles gibt in der Ingenieurwelt. Plus kann man dieser Offerte auch die Berechnung mitgeben von der Rabatt, Spesenpauschalen, was wir im Feld draussen sehr viel sehen. Die Offerte wird im Word erstellt und nicht im PDF, oder im Gegensatz zu den Rechnungen, wo wir auch immer darauf schauen, dass Rechnungen im PDF kommen. An der sollte man wohlweislich nichts mehr ändern. Das ist doch bei der Offerte anders. Oder? Wir haben das viel gesehen bei Ingenieuren, wo man Zahlen aus dem Wertdeck heraus generieren, aber nachher tun wir natürlich die Offerten ergänzen mit Bildern, mit Beschreiben etc. Darum wird die nachher dann im Word erstellt. Man kann dann zum Beispiel eine Kostentabelle aus dem Wertdeck andrucken, das sehen Sie nachher, wenn ich dann darauf eingehe. Selbstverständlich ist es dann definierbar, was wird angedruckt. Also wir müssen das mit jedem Kunden auch besprechen, wie es aussieht, was wird angedruckt. Das, was wir hier sehen, ist einfach ein Beispiel, wie es aussehen kann. Wie ich vorher schon gesagt habe, beim obersten Punkt, die Weiterverarbeitung, findet nachher natürlich dann im Word statt, dass Sie dann die Offerte Ihrem Kunden dann als PDF natürlich zustellen. So, jetzt eine Agenda, was ich nachher im Wertdeck mache, dass Sie das schon mal gehört haben. Wir werden ein Projekt aus einer Vorlage heraus erstellen, gerade mit SIA-Phasen. Da wird man auch die Welt nicht jedes Mal neu erfinden und die SIA-Phasen hinterlegen. Für das gibt es Vorlageprojekte. Dann nehmen wir Budgetierungen vor, auf die Ebene Tätigkeit, Auslage runter. Am Schluss erstellen wir die Offerten erstellen oder Offerten. Es gibt zwei, drei Varianten, was wir da sehen. Und dann würde ich sagen, legen wir los. So. Sie sehen das Wertdeck. Auch bei mir schafft der Christoph Keller und auch bei mir hat er da einen Karfreitag. Das ist gleich wie beim Herrn Valenti im Wertdeck. Vielleicht kannst du es noch ein bisschen vergrößern, Michel. Ja, selbstverständlich. Ist gut so? Ja, danke. Sehr gut.
Also, wir starten. Wir gehen in ein Vorlageprojekt rein, das wir hier unten haben, nach SEO-Phasen. Man kann ganz einfach so ein Projekt kopieren. Wir haben das auch viel draussen gesehen im Feld, dass es dann sehr schnell muss gehen, oder? Man muss schnell eine Offerte können erstellen, will die aber ja gerne schon in einem Projekt haben, im Wertegewinn, weil wenn es dann aus einer Offerte ein Projekt gibt, hat man das Projekt schon im Werteg drin, was natürlich sehr praktisch ist. Ich erstelle mir das Projekt da rein. Ich hinterlege da noch unseren Kunden. Das ist jetzt da gerade die Muster AG, die ich mir da hole. So, dann ich die da hinterlegen. So, ich tue mein Projekt auch schon mal aktiv stellen. Da sage ich, um was geht es zum Beispiel. Projekt betreffend Hochbau. Ich sage da noch, was ist es für ein Projekttyp, welche Gattung von Projekt ist es. Und da noch einen Briefkopf hinterlegen. Das ist ja sehr praktisch für Firmen mit unterschiedlichen Standorten, wo ich kann sagen, jawohl, die Offerte soll jetzt hier von Schindelegi aus weggehen. Dann, wenn ich allfällig schon weiss, dass wir da Spesenpauschalen oder Rabatte haben, kann ich die da auch schon gerade mal hinterlegen. Spesenpauschale, Rabatt. Nehmen wir da schon mal die Zahl, die da mal hinterlegen. So, jetzt sehen wir links im Baum vom Projekt sehen wir unsere Phasen. Was wir uns automatisch anlegen lassen, sind die SEO-Phasen plus eine Offertstellungsphase, die nicht verrechenbar ist. Weil man will ja die Stunde, die ich jetzt da, oder die Zeit, die ich jetzt da auf dem Projekt erfasse, für die Offertstellung, will ich ja da gerade als Leistung erfassen. Offertstellung, so, zack. Und kann jetzt meine Leistung bereits auf das Projekt erfassen und habe natürlich dann nachher auf dem Projekt das Gesamtbild, ist es lukrativ oder nicht, inklusive meiner Offertstellungsstunden. So, jetzt läuft die Zeit auf meiner Leistung. Jetzt gehen wir mal in die Phasen runter. Jetzt wissen wir, okay, wir dürfen die Phase 31, sprich das Vorprojekt, dürfen wir gewisse Sachen budgetieren oder besser gesagt offerieren. Da hole ich mir mal eine Tätigkeit Beratung und schreibe da hinein Beratungen in Sachen VP, Vorprojekt. Jetzt kann man da, wenn man gerade schon weiss, wer macht das, oder, von unseren Mitarbeitern, ist es eine Bearbeiterkategorie A, B, C, D, E, kann man das da bereits schon auswählen. Man sieht bereits den Tarif, den es zieht, von der Tariftabelle, die ich hinterlegt habe. Ich kann dann da sagen, okay, das sind 10 Stunden und das Werteg rechnet mir gerade das Budget anhand vom Ansatz. Wenn man einen Rabatt hinterlegt hat, sieht man es gerade inklusive dem Rabatt nachher, den Betrag, den das Werteg da gerade berechnet. Dann habe ich vielleicht noch optional, möchte ich vielleicht noch ein A dazu nehmen, eine Kategorie A-Mitarbeiter, vielleicht noch Besprechungen in Sachen Vorprojekt. Dann kann ich da auch optional wählen, wo mir dann nachher auf der Offerte ausgewiesen wird. Das zeige ich dann. Ich kann da sagen, ja, das ist auch 10 Stunden. Und wir haben das da hinten in einer eigenen Spalte, sieht man, das optional. Also das heisst, ich habe auch immer die Übersicht über das Gesamte, was ich offeriert habe, budgetiert und was habe ich optional budgetiert. Wir nehmen noch weitere dazu. Neue Pläne zeichnen. So, Pläne zeichnen. So, das macht dann eventuell ein Mitarbeiter in der Kategorie C. Für das brauchen wir 5 Stunden. So. Wir haben da vorne noch Positionen mit Pfeili, wo wenn das dann nicht passt auf der Offerte, kann man die Positionen auch u- und abschieben für eine saubere Darstellung. So, jetzt dürfen wir in dieser Offerte, dürfen wir auch in der Phase 52, sprich in der Ausführung, dürfen wir auch noch offerieren. Wir machen da das Gleiche mit anderen Tätigkeiten, wo ich sage Bauleitung. So, wähle da auch nochmal einen Mitarbeiter aus mit so vielen Stunden, Dokumentationen. Da sehen Sie natürlich dann Ihre Tätigkeiten, je nachdem, wie man das Werteg aufgesetzt hat, sind da Ihre Tätigkeiten ersichtlich. Das da noch. Dann tun wir da noch Drittleistungen offerieren. Wenn wir irgendwie wissen, wir haben Fremdrechnungen, die da kommen, vielleicht vom Labor, das wir haben, wissen wir schon mal, okay, das sind 6'000. Und eventuell dürfen wir bei dem Projekt auch zum Beispiel Lärmmessungen machen. Dann haben wir da noch unsere Lärmmessungen
die wir machen können, XY. So, wir können sagen, okay, das machen wir optional, tun wir das einmal so offerieren. Also Sie sehen, Sie können da schon sehr detailliert auf die einzelnen Stunden oben bereits das Budget vornehmen, was natürlich nachher auch sehr praktisch ist, wenn das Projekt kommt, kann man auch immer vergleichen, sind wir pro Honorarkategorie auch mit dem Budget, das wir offeriert haben. Oder? So, haben wir das mal hinterlegt. Jetzt gehen wir auf dem Projekt oben, legen wir eine Offerte an. So, dann hat es mir die hier erstellt. Ich gehe wieder in den Baum zurück vom Projekt, weil das ist jetzt sehr praktisch, auch im Vertex. Ich kann jetzt wie sagen, genau das Vorprojekt und die Ausführung dürfen wir jetzt mit dieser Offerte machen. Dann ziehe ich die mit Drag und Drop auf die Offerten runter. Zack. Ich kann da jetzt meine Offerte, kann da noch einen Text machen. Offerte für Projekt, irgendwie so. Voilà. So. Auf der Offerte sehe ich dann hier die Phasen auch noch einmal, die ich hier hinterlegt habe. So. Und jetzt können wir auf der Offerte, gehen wir mal auf Drucken. So. Was man hier noch wählen kann, ist, wenn man gerade eine Unterschriftenziele hat, dass man die hier auswählen kann. Wir haben das für Kunden schon eingebaut. Wir haben aber zum Beispiel auch für Kunden schon gebaut, dass es links der Projektleiter ist zum Unterschreiben und rechts zum Beispiel der Standortleiter, wie auch immer. Man kann das hier auch dynamisch mitgeben oder halt dann auswählen, wie ich jetzt das so gemacht habe. So. Dann hat es mir jetzt die Offerten erstellt. Ich hole die da gerade schon auf den Bildschirm. So. Man sieht hier oben die Adresse vom Kunden, unseren Absenderort. Und jetzt haben wir da wie eine Vorlage, eine Word-Vorlage. Das ist dann Ihre Word-Vorlage mit ihrem CI, CD, wo ich dann da hineinschreiben kann, was ist die Ausgangslage, was ist die Leistung etc. Und da kommt jetzt der Teil, wo man aus Vertex anprintet. Also wir sehen, da haben wir zum Beispiel das Vorprojekt, wo wir die einzelnen Tätigkeiten, die wir budgetiert haben, wo es da anprintet. Zum Teil dann auch mit optional, wo ich gesagt habe, optional, um das dem Kunden auch aufzeigen. Oder man kann auch Sachen machen, wie das die Ziele kursiv ist oder gel, um das ein bisschen abheben, oder? Dann kommt unten die Ausführung, wo ich sehe, ja, Bauleitung, Dokumentation, wieder Zwischentotal, Fremdleistungen mit unseren Laborrechnungen und Lehrmessung, die wir auch optional haben. Dann haben wir das Gesamttotal und da unten, das, was ich vorher gezeigt habe, dass man bereits schon die Spesen, Nebenkosten auf Honorar kann mit reinrechnen, zum Beispiel auch den Rabatt gerade kann reinrechnen. Mit Mehrwertsteuer, Gesamttotal etc. Und da unten kommt dann wieder das, was Sie dann wie vorgeben in dem Word rein, was dann da soll kommen, wo Sie können ergänzen da drin. So, das ist jetzt einmal eine Variante gewesen, wie man die Offerten rausbringt. Jetzt gibt es noch verschiedene Ansichten, wenn ich jetzt die nochmal zumache. So. Und ich gehe jetzt nochmal auf eine Phase und sage jetzt zum Beispiel auf dieser Phase, ich will die Offerte drucken mit Kalkulation. Beim 52 will ich das auch. Und dann gehe ich unsere Offerte nochmal drucken. So, ich nehme es jetzt mal schnell ohne Unterschriften, geht dann natürlich auch. Und jetzt sehen wir gerade einen Unterschied, oder? So, jetzt sieht man da, ich nehme das schnell in den Druckmodus, dass man das ein bisschen besser sieht. So. Oder jetzt haben wir mehr Details als vorher. Vorher haben wir ein Ziel gehabt mit einem Totalbetrag. Und da holen wir jetzt wie eine andere Ansicht für mit diesen Flags, oder? Wo ich wie gesehen hey, wir haben den Tarif B zu so vielen Stunden mit dem Preis, gibt so viel. Wir haben das Gleiche beim 52, Fremdleistung, was es dann auch wieder zusammenzählt, oder? Und unten geht es wieder gleich weiter wie vorher. Natürlich kann man dann auch sagen, also das ist dann je nachdem, wie man dann das Ganze auch aufsetzt, wenn ich das nochmal zumache. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, auf dem 31 will ich die Kalkulation nicht, weil ich will wie das 31 nicht zu detailliert offerieren, aber das 52 schon. Und wenn ich jetzt da nochmal angehe und das nochmal drücke, so, dann habe ich für das 31 habe ich dann Details nicht, oder? Aber für das 52 habe ich es. Also man kann dann wie das auch mischen, dass man zum Teil Details hat, zum Teil die Details wie nicht hat, oder? So. Was wir dann auch noch eingebaut haben, ist, wenn ich jetzt auf einer Offerte bin, kann ich sagen, hey, zeig mir doch noch eine Kostenzusammenfassung. Oder das vorher war alles sehr detailliert gewesen, aber vielleicht will der Kunde auch eine einzelne Tabelle sehen. Und dann kann ich auf Knopfdruck die Kostenzusammenfassung da noch andrucken. Wenn ich jetzt die Offerte nochmal drücke,
So. Dann sieht man jetzt da, wir haben das Detail, wie wir vorher hatten, plus da unten noch eine kleine Tabelle, wo ich sehe, Vorprojekt, Ausführung, Fremdleistung, total. Das war auch mal ein Kundenwunsch, wo er seinem Kunden hat wollen, das einfach noch so als Zusammenfassung darstellen. Dann kann man die Tabellen anwählen oder nicht. Wir haben auch Kunden, die haben eine Asbest-Zertifizierung und bei gewissen Offerten müssen sie das wie aufzeigen, bei gewissen nicht. Also kann man da auch pro Offerte oder dann auch pro Projekt, wie man das dann halt auch wünscht, kann man die anwählen. Und wenn jetzt die Offerte nochmal drucken, sehen Sie gerade einen Unterschied, dass da oben das Mitglied von der Asbestberater Schweiz dann gerade dynamisch erscheint oder nicht, je nachdem, ob man das Flag natürlich dann setzt. Oder? So. Jetzt kann ja sein, dass in dem Projekt dann der Kunde sagt, ja cool, ja, das machen wir, oder? Dann kann man da mit einem Klick die Phasen, also sprich die Offerte, setzen auf verteilt. Und wir sehen jetzt auf dem Projekt oben, wenn wir da schauen, haben die Phasen automatisch den Erteilstatus. Wie wir jetzt umgehen mit, hey, da darf jetzt schon jemand drauf buchen und da noch nicht, ist dann ein anderes Thema. Da geht es dann in die Umsetzung des Projekts. Aber einfach zum schnell zeigen, dass ich mit einem Ausklick kann sagen, der Kunde hat gekauft, jetzt geht es los. So. Jetzt kommt vielleicht der Kunde und sagt, wir hätten gerne ein Ausführungsprojekt, das du da von Ihnen noch gerne pauschal offeriert, oder? So. Dann kann man da sagen, okay, ist pauschal, da haben wir noch irgendwie 100.000 Franken pauschal, dann haben wir vielleicht noch irgendwie Auslagen pauschal. Zack. So. Jetzt machen wir nochmal eine neue Offerte. So. Ziehen unsere 51er Phase, die da, ziehen wir jetzt in die zweite Offerte rein. Also man kann pro Projekt dann natürlich auch mehrere Offerten machen, für Nachofferierungen, für Budgeterhöhungen etc. Oder? Und jetzt habe ich das da drin in dieser Offerte rein. So, jetzt drücke ich. Jetzt nehme ich mal eine andere Vorlage, dass Sie das auch mal noch gesehen haben. Oder? Man kann verschiedene Vorlagen in einem Vertex hinterlegen. Jetzt, wir haben vorher die Ingenieurofferte gehabt, die wir entwickelt haben. Und das da ist jetzt die Standardofferte von der Vertex, die wir auch mal noch zeigen kann. So, und dann sieht man da, man kann relativ einfach mit 2-3 Klicks kann ich sagen, hey, Ausführungsprojekt pauschal, 100.000, Auslage 60 und die Offerte ist entstanden. Und natürlich kann ich jetzt da auch wieder auf die Offerte zurückgehen so, und sagen, sehr gut, auch die hat er genommen, auch das tun wir erteilen. So. Und in der Leistungserfassung vorne, wenn wir jetzt nochmal schnell zurückgehen, wenn ich da jetzt den Muster nochmal auswähle, dann kann ich, je nachdem, was ich aktiv steuere und was nicht, kann ich die Leute auch steuern, wer darf wie und wann Leistung auf mein Projekt erfassen, oder? So, wir sind mit der Offertstellung durch. Heisst, ich drücke Ctrl-Leertaste und meine Zeit da oben ist nach 12 Minuten beendet. Heisst, wir haben nach 12 Minuten 2 Offerten erstellt. Und ich übergebe das Wort wieder an Urs Berli. Danke vielmals, Michel, für die sehr speditive, gute Präsentation von dem Offerteil, den ihr da gemacht habt. Wenn Sie jetzt konkrete Fragen haben, könnten Sie die jetzt in den Chat stellen. Ansonsten ist es immer auch ein guter Moment, wenn Sie jetzt daraus eine Frage haben, dass Sie sich an Ihren Vertex-Betreuer wenden und oder, wenn Sie noch nicht Vertex-Kunde sind, dann natürlich direkt an Herrn Wipf oder an uns. Da ist eine Frage reingekommen, kann im Offer-Tool auch ein Baukostentarif mit SCA-Formel hinterlegt werden? Oder man könnte im Vertex kann man jegliche Formeln hinterlegen oder jegliche Berechnungen. Oder wenn wir nochmal schnell da zurückgehen, schauen, wenn wir da nochmal schnell zurückgehen und wir gehen dann nochmal auf unsere Tätigkeiten zurück, oder? Dass da die 260 mal 10 Stunden dahinter gerechnet wird, da hat es im Hintergrund auch eine Formel, rechne das mal das, ergibt das. Also das heisst, wir müssen die Anforderungen natürlich dann mal schnell genau miteinander besprechen, aber wir können im Vertex rechnen mit einer Formel, wenn irgendetwas passiert. Also ich kann die Frage eigentlich schon mal mit Ja beantworten. Details müssten wir zusammen anschauen. Oder?
Überlegen Sie sich vielleicht noch, wenn Sie noch eine Frage haben. Da ist jetzt gerade noch eine reingekommen. Wird das über eine Lizenz verrechnet? Wir nutzen hier Bordmittel von Vertec. Das, was wir hier sehen, ist das Grundmodul von Vertec plus das Budgetierungspaket, das Vertec kennt. Dass wir budgetieren und Offerten machen können. Und wir tun das als Config-Set, als Zusatzfunktion den Kunden verkaufen. Also nicht über eine Lizenz. Wenn Sie schon über die Lizenzen von Vertec verfügen, die ich jetzt gerade gesagt habe, kann man das mit unseren Dienstleistungskosten in Ihr Vertec integrieren. Da kommt eine weitere spannende Frage. Wie ist dann das Zusammenspiel mit der Ressourcenplanung? Wie funktioniert das? Ja, vielleicht kann dann der Dario auch noch schnell etwas dazu sagen. Aber ich kann es schnell so beantworten, dass die Budgetierung von Vertec und die Ressourcenplanung sind entkoppelt voneinander. Man kann die Zahlen anschauen, natürlich beidgleisig, aber es ist nicht so, wenn ich etwas budgetiere, dass es gerade in die Ressourcenplanung hineinläuft. Ja, Michel, also, was ich dazu kann sagen, man kann auf Projektebene oder auch auf Phasenebene natürlich die Ressourcen planen. Da gibt es verschiedene Systemeinstellungen, die ich Vertec im Vorfeld kann tätigen. Und das müsste man dann müsste man die Detaillierung wirklich dann miteinander anschauen, auch auf welcher Ebene, oder es gibt zum Teil auch Phasen und Subphasen, also man kann immer auf die Oberphase planen. Und das müsste man vielleicht im Detail dann wirklich noch besprechen. Aber die Integration ist da, also wenn Sie das Projekt angelegt haben im Vertec und Sie ein Modul in der Ressourcenplanung so lizenziert haben, dann sehen Sie es auch in der Ressourcenplanung innen. Also das ist ob Mitarbeiter sowieso. Also das ist ja. Also die ist total korrekt. Die Ressourcenplanung, die wir Ihnen da gezeigt haben, ist tatsächlich losgelöst und es braucht einen Designentscheid, ob man die Ressourcen will auf Phasenebene oder auf Projektebene budgetieren. Es gibt aber eine zweite Möglichkeit, Ressourcen können zu planen. Genau das, was Sie jetzt in der zweiten Frage ansprechen, nämlich eigentlich schade, cool wäre, wenn man die Offerte gerade mit Mitarbeiterstunden bestücken und direkt in der Ressourcenplanung übernehmen lassen könnte. Da gibt es ein Konzept, das müsste man genauer anschauen. Auch das mit den Tätigkeiten, wo dann der Bearbeiter zugeordnet wird. Auch das, da müssen Sie sich mal mit dem Herrn Wipp vielleicht kurz schliessen und das mal genau anschauen. Dann ist eine weitere Frage eingegangen. Die individuelle Einrichtung der Offertenumsetzungen verursacht Kosten von Seiten Vertec und Spectra auf Stundenbasis. Also auf Seite Vertec, wenn Sie die Lizenz haben, die ich vorher gesagt habe, mit dem Budgetierungspaket noch dazu, dann kommen von der Seite Vertec keine weiteren Kosten, weil die Mittel haben wir. Dann kommt unsere Zeit dazu, wo wir können das einmal bilateral dann besprechen, mit das Päckchen, das wir hier anbieten, plus dann Erweiterungen, die dann auf Stundenbasis kommen. Genau. Da kommt eine weitere Frage, eine grundsätzliche Frage. In unserem Denken ist ein Projekt ein erteilter Auftrag mit fortlaufender Nummerierung. Leider wird nicht aus jeder Offerte ein Auftrag. Wie wird diese Unterteilung sinnvoll gehandhabt, sodass in der Auftragsliste nicht Löcher entstehen? Können zum Beispiel die Auftragsnummer erst bei der Beauftragung generiert werden? Ja, also wir haben für Kunden das schon so gemacht, die hat es dann wie nicht interessiert, dass es Löcher gibt, jetzt sind wir einfach fortlaufend mit den Nummern nur. Eine Variante. Die andere Variante ist, wir haben zum Beispiel da mit dem Projekttyp geschafft, dass es einen Projekttyp gibt, Offerte, und der hat wie einen eigenen Nummernkreis, dass die Offerte da oben vielleicht Nummer 100.000 hat. Und wenn dann umgestellt worden ist von Offerte auf Hochbau oder auf was dann auch immer, dann hat es da oben eine andere Nummer generiert. Also man kann die Nummergenerierung an ein x-beliebiges Feld, ich habe jetzt einfach den Projekttyp genommen, dran anhängen.
Und erst wenn man dann sagt, okay, das Projekt ist jetzt wirklich definitiv, vergibt es eine sogenannte Auftragsnummer. Und vorher hat es vielleicht Projektnummern, Offertnummern. Also ich habe immer Kunden auch schon Nummernkreis gehabt, vorne ein O gehabt und hier eine Laufnummer für Offerte. Und wenn er umgestellt hat auf Scharf-Projekt, hat es ein A gegeben und hinten eine Nummer. Also wir haben da extrem viel Freiheiten mit Vertec. Ich muss das Konzept gut durchdenken, wann gibt es welche Nummern, aber Ihre Frage können wir mit Ja beantworten. Danke, Michel. Gibt es noch weitere Fragen? Ich tue nochmal den Bildschirm teilen, da kann ich nämlich den Ausblick mal parallel tun. So, da sehen Sie bereits den Ausblick, dass wir nämlich am 27. Mai das nächste Webinar zu dem Thema werden haben. Da werden wir Ihnen dann zeigen, also der Herr Wipf wieder, wie man dynamische Rechnungsfelder für die Rechnungsstellung braucht und das Rabattkonzept für Garantierückbehalt. Da ist nochmal eine Frage eingegangen. Freie Tätigkeiten möglich bei Offertbearbeitung oder nur vorerfasste Tätigkeiten? Nein, man kann natürlich auch eine Tätigkeit machen, die Dummy heisst zum Beispiel. Und hinten dran der Offerttext ist immer frei. Und wenn man definiert, dass auf dem Word aussen Dummy nicht steht, dann hat man eine freie Tätigkeit. Also sehr gut möglich, ja. Gut, Sie sehen also, mit solchen Fragen können Sie den Herrn Wipf nicht überraschen. Zögern Sie also nicht, den Herrn Wipf zu kontaktieren und oder auch uns, Vertec. In dem Sinn, ja, bleibt mir Ihnen noch zu danken und Ihnen jetzt schon schöne Ostern zu wünschen. Machen Sie es gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. Ade miteinander. Ade miteinander, danke vielmals.